There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Schön, ne, wie sie die hier hingestellt haben. So. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen mehr Kundensport machen. Das ist unser erstes Kundensportprojekt für das Jahr 2020. Da sind wir auch super stolz drauf. Und zwar werden wir mit diesen beiden Schönheiten, das sind zweimal Lamborghini Huracan GT3, kein Evo-Paket, so wie wir ihn fahren, sondern Stand 2017. Werden wir in 2020 ist einiges fahren. Will da noch gar nicht zu viel verraten, was wir mit den Autos machen werden, aber es werden verschiedene Rennserien sein. Wir haben die Autos jetzt abgeholt und für uns steht jetzt erstmal an, wir haben jetzt bis zur ersten Veranstaltung, die sogar noch Ende 2019 passieren wird, haben wir jetzt ungefähr 2 Monate Zeit. Beide Autos werden komplett revidiert und auf Evo umgebaut von uns. Und wie ihr das bei uns damals im Video vielleicht mitbekommen habt, Evo-Umbau ist halt einmal komplett zerlegen, einmal komplett zusammen, weil es ist halt eigentlich alles neu. Und dann werden wir hoffentlich schön ab, wie gesagt, Dezember 2019 das erste Rennen fahren. Geplant ist, dass wir knapp 6 Wochen pro Auto brauchen. Und wir fangen heute an. Ne? Autos gestern geholt, gerade schön positioniert für ein Foto. Die Jungs hier, kannst du gucken, sind schon am Boden, am Wienern, weil die Autos werden ihre Plätze jetzt kriegen. Wird natürlich ziemlich eng, aber das kriegen wir alles hin. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Ne? Gut. So, erster Tag. Autos sind schon, wie ihr seht, relativ gut zerpflückt. Die ganzen Bodyparts sind schon im Lagerort. Also wir haben natürlich jetzt sehr viel, weil natürlich sehr, sehr viel neu kommt. Evo-Kit ist extrem viel. Kompletter Unterboden, die ganzen Bodysachen liegen jetzt, wie gesagt, am Lagerplatz, wo wir sie erstmal hinlagern. Wir werden das für die Kunden verkaufen, die alten Sachen, weil wir auch gar nicht so viel Platz haben und wir brauchen sie nicht mehr. Machen jetzt gleichzeitig noch so ein bisschen Bestand. Was muss noch an Kleinigkeiten neu, was muss hier neu, was muss da neu. So wie du das ja zeigen kannst. Ne? Also Auto 1 ist schon gut zerlegt, da geht es nächste Woche Montag jetzt schon noch weiter. Und Auto 2 ist eigentlich im ähnlichen Zustand. Das Auto hat der Dennis angefangen und parallel hier der Flo. Und das ist eigentlich ganz gut, dass wir das auch alles just in time hinkriegen. Und dann können wir noch einmal die Kleinigkeiten, die noch nachbestellt werden müssen, nachbestellen, dass wir hier wirklich einen Stand 0 reinkriegen. Das ist ja ähnlich, wie wir es auch bei unserem Auto gemacht haben. Wir haben die ganzen wichtigen Teile dann auch nochmal neu bestellt und hier ein Halter, da ein Halter. Klar, bei so gebrauchten Autos, dann ist das mal so. Aber wir wollen einen vernünftigen Stand hier drin haben, weil wir auch einiges fahren werden. So der Plan. Und dann hast du ja keine Lust, an der Rennstrecke alles zu flicken. Ja. Die Sitze gehen jetzt noch weg zum Überholen, die Lenkräder gehen noch weg zum Überholen, das bei dem Auto auch. Und dann Motor raus, Getriebe werden revidiert. Das ist noch einiges. Wir freuen uns und hoffen, dass wir da coolen Kundensport machen können. Ich denke, wir halten euch einfach auf dem Laufenden, wie es so weitergeht. Aber für den ersten Tag sind wir schon mal echt gut weit gekommen. Ne? Und ich versuche auch nochmal in dem Video so ein bisschen den Unterschied zwischen Evo und Nicht-Evo hinzubringen. Ne? Kevin, müssen wir einfach mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass es nicht zu lang wird für euch Zuschauer. Aber ich glaube, das ist mal ganz interessant. Das konnten wir bei unserem ja nicht machen, weil wir ja nur so ein Rolling Chassis gekauft haben damals, ohne diese ganzen Anbauteile. Da machen wir
mal so ein kleines Zwischenvideo noch oder so. Und vielleicht machen wir auch ein separates Video, müssen wir mal gucken. Aber ich würde euch gerne einmal diesen ganzen Umfang erklären, was da wirklich alles neu kommt. Das ist mal nicht eben so ein Update-Kit. Deswegen kostet es auch so viel wie fast ein Rennauto. Ne? Also, jetzt schauen wir mal und morgen ist erstmal Feiertag. So, wir sind am finalen Tag, wo wir sagen können, beide Autos sind vorbereitet für das Evo-Paket. Wir machen jetzt hier nur noch Sachen wie Revision, sprich die Sachen, die verwendet werden, die nicht im Evo-Kit sind, wie Megaline, Schaltkompressor und werden weggeschickt. Luftheberanlage wird zu Krontec geschickt. Querlenker und so kommen ja eh alles neu. Was kommt noch neu? Genau, Bremse wird überholt noch von uns, also in der Zeit. Also wir denken, es wird noch dauern, so 2,5 Wochen jetzt, bis die beiden Evo-Pakete kommen. Ne, beide Autos haben gleichen Stand gerade eigentlich, Motor raus. Geschätzt würde ich sagen, pro Auto nochmal 5 Arbeitstage für komplette Revision, sprich altes neu machen. Da passiert, wie gesagt, wir machen Schalteinheit, Schaltkompressor, Luftheberanlage, Bremse und es gibt so Dichtungskits, die du neu verwendest. Wir müssen natürlich alles mal kontrollieren. Die Autos haben ja schon einiges gelaufen. Wie bei unserem. Es ist eigentlich dasselbe Szenario wie bei unserem damals. Und werden jetzt nochmal sauber gemacht. Intankpumpen kommen neu und dass wir wirklich einen Stand 0 haben. Und dann geht's zum Zusammenbau. Und wir haben uns das jetzt so überlegt, wir beenden dieses Video, Teil 1 jetzt, bis zu dem Stand hier. Die Unterschiede zum Evo und zum normalen, also zum Vorgänger, die wir euch bei unserem damaligen Aufbauvideo nicht zeigen konnten, weil wir nicht die Teile hatten, werden wir als Teil 2 machen. Da geht's nur mal darum, wir werden euch dann hier, zum Beispiel so, das sind die alten Querlenker, brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, wir zeigen euch neu-alt, wir zeigen euch Fahrwerk neu-alt, wir zeigen euch die Brackets neu-alt, wir zeigen euch die Bodyparts neu-alt, kommt alles im nächsten Video. Ja? Also bis hierhin schon mal vielen Dank. Für mich intern, wir sind sehr gut durchgekommen, obwohl wir jetzt noch im Endspurt sind. Durch den doofen Unfall von mir hatten wir natürlich jetzt auch noch Probleme, VLN jetzt am Ende der Woche. Und es werden keine, ich sag mal, langweiligen nächsten 3, 4, 5 Wochen. Aber ja, soweit alles gut. Danke bis hierhin und bis zum Teil 2.